Guten Morgen, es ist Montag, der 23. Ein wunderbarer Tag, wunderbarer Morgen wieder. Wie viel haben wir? 26 Grad, kurz nach 9 Uhr. Und heute fahren wir zurück durch die Insel Cres und dann mit der Fähre nach Krk und dann hier runter nach Plitvicer Seen. Das Ganze sollte, ja, sind gut 300 Kilometer, etwa 6 Stunden Fahrzeit. Freue ich mich drauf. Übrigens, die Gastgeberin ist ganz nett, sehr freundlich, wunderbares Zimmer. Und auch die Stadt Mali Logini, sehr empfehlenswert, war toll. Hier komme ich sicher nochmals zurück. Also, bis später auf der Straße. Die Gastgeberin hat vorhin noch die Wettervorhersage geschaut und für die nächsten 3 Tage sollte es ein bisschen bewölkt sein, aber kein Regen. Perfekt. Ist das nicht Paradies hier? Das ist beinahe schon kitschig. Jetzt kommt dann wieder diese Horrorbaustelle, wo es mich gestern fast auf die Schnauze gelegt hätte. Beinahe. Das Problem ist jetzt wirklich dieses ganz lockere Geröll hier. Da schwimmt man herum. Boah. Hier bleibt wirklich das Herz stehen. Hier. Das fährt ja noch so langsam. Katastrophe. Ich habe keine GS, mein Gott. Vielleicht mit einer GS wäre es gar nicht einfacher. Ich glaube, hier war diese gefährliche Stelle. Heiland Gott, Domino. Geht nicht hinein. Also die Insel Cres war ursprünglich eine einzige Landmasse und dann hat man vor langer Zeit hier mal einen Kanal gegraben und seit da ist eigentlich Cres zweigeteilt. Interessant, ey? So, da vorne, da sieht man jetzt diese Brücke, respektive den Kanal. So, hier ist diese Brücke. Und der Kanal. Cool, ey? Diese Stadt da unten, das ist Cres. So, ich brauche schon wieder Benzin. Oh. Die Polizei wartet auch schon auf mich. Da. Hoppla. Ah, perfekt. Dobro, znate više od mene, ja se nikad ni na barku bio. Nego drugog ti zna jebi. A koga ću pitao? Pitao sam Sadića, pitao sam... Hallo. Ma pitao sam Jedritiće, da ću ti se javiti, prošle vikend Thank you. nisi se javio. Bye. So, jetzt geht's auf die Fähre. Ich denke noch so 20 Kilometer sollten wir da sein. So, hier ist der Abzweig. Zur Fähre. Wow, traumhaft schön! Juhu! Was für eine Aussicht! Hallo. Ein Motorrad, eine Person. 80 Kroner. 3 Motorräder, 6 Leute. Ja. Und dann
Danke sehr. Die Gruppe hier war schon auf der anderen Fähre. So trifft man sich wieder. So, alle Motorräder sind frecherweise nach vorne gefahren. Und jetzt haben wir etwa eine halbe Stunde Pause. Um 11:30 geht die nächste Fähre. Oh, kommt schon die Fähre? Geht los. So, wir sind jetzt also mit der Fähre von der Insel Kres auf die Insel Krk, K-R-K, keine Konsonanten, sorry, übergesetzt, und jetzt geht's durch die Insel Krk und dann aufs Festland, und da gibt es eine Brückenverbindung, also keine Fähre mehr. Keine Angst, ich bin's. Jetzt kommt dann gleich die Brücke. Diese Ortschaft hier heißt Vinodolski oder Novo Vinodolski, irgendwie so. Schön. Oh, guck mal. So viele Motorräder. Hier trifft man sich wieder. Das sind alles Leute von der Fähre hier. Dieser Ort hier heißt Novi Vinodolski und hier ist das Captain's Club Pub. Scheint ziemlich berühmt zu sein unter den Motorradfahrern. Leider gibt es ja nichts zu essen. Essen wir halt Cola. Cheers. Okay. Passt so. Danke. Danke. Das war's jetzt also hier vom Captain's Club. Leider gab es nichts zu essen. Egal, gibt's halt heute wieder nur Kekse. Das hier ist übrigens jetzt diese berühmte Jadranska Magistrala. Und das ist eine Küstenstraße an der Westküste Kroatiens und die führt über mehrere 100 Kilometer der Küste entlang und mit einer wunderbaren Aussicht. Was für eine Aussicht. Ihr seht schon, das wird eine größere Pause. Übrigens,
Diese Kekse sind noch recht gesund, nur wenig Salz, hatte viel Proteine, viel Ballaststoffe. Oh, 1 Drittel Zucker. Oh, 15 Gramm Fett. Oh, fast so viel Kalorien wie Schokolade. Doch nicht so gesund. Ich denke, in der Hochsaison kann man hier auch etwas konsumieren. Aber jetzt ist zu. Das war jetzt wirklich ein schöner Ort hier. Ich zeige euch dann die Koordinaten. Dann wisst ihr, wo das ist. So, jetzt sind es noch 130 Kilometer. Ankunft 5 Uhr. Perfekt. Diese Ortschaft hier heißt Seni. Jetzt dauert es nicht mehr lange und dann geht es dann links weg in die Berge. Das Ziel sind eben die Plitwitzer Seen. So, das ist die Abzweigung ins Velebit-Gebirge. Das heißt jetzt vorerst mal kein Meer mehr, aber morgen geht es schon wieder zurück ans Meer. Aber in der Zwischenzeit haben wir, oder genieße ich mal ein bisschen das Velebit-Gebirge. Das ist eine krass geile Straße. Unfassbar. Jetzt sind wir in der kürzester Zeit von 0, also Meereshöhe, auf 900 Meter hochgefahren. Unfassbar. Eine Kurve an der anderen. Richtiges Paradies. Die Temperatur ist jetzt auch etwa um 7 Grad gefallen, aber es sind immer noch 23 Grad. Schon wieder ein Schweizer vor mir. Was machen denn die alle hier? Holztransport. Yeah. Ja, hier ist schlecht mit Überholen. Kein gerader Meter hier. Das ist ja der Hammer. Aber Leute, echt, ihr müsst unbedingt mal hier in dieses Velebit-Gebirge kommen. Traumhafte Strecken und Kurven und die Straßen sind in gutem Zustand und Wahnsinnslandschaft, freundliche Leute, die einem zuwinken. Yeah. Unfassbar. Also ich habe schon viel gehört vom Velebit-Gebirge, dass es schön sein soll, aber dass es so schön ist. Oh. Ich bin total geflasht. Richtige Stadt hier. Keine Ahnung, wie sie heißt. Vielleicht kann ich es nachher noch einblenden. Von hier weg gäbe es eigentlich eine schöne, relativ direkte Route nach Plitwitzer Seen. Aber ich nehme natürlich die kurvige Route durchs Hinterland. Ich glaube, jetzt geht es dann da den Berg entlang hoch. Wow! Leute, die Aussicht, die Aussicht!
Rastenkratzen. Jetzt hätte ich eigentlich gerne 2-3 cm mehr Federweg. Manchmal kommt schon ans Limit. Ja, bin ich beinahe über den Haufen gefahren. Jetzt beginnt die schlechte Straße wieder. Egal. Man muss auf diesen Sträßchen doch noch ziemlich aufpassen, weil recht oft hat es in der Mitte der Straße solche Sand und Kies und wenn man das natürlich dann trifft in der Kurve, das wäre ungünstig. Also aufpassen, ey. Eine kleine Pause. Schon noch recht anstrengend. So viele Kurven. Oh, hört mal. Oh, cool, ey. Ist noch witzig, da hat schon jemand den Stuhl für mich bereitgestellt. Ja, aber seht ihr, genau das ist das Problem hier. Wenn man da drauf kommt, dann ja, viel Vergnügen. Ja, ich glaube, da setze ich mich nicht drauf. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Reifen gar nicht abnimmt. Und jetzt sind schon wieder etwa 600 Kilometer, 700 Kilometer drauf. Wahrscheinlich, weil es nur Kurven gibt. Ist das schön hier. Boah. Und hört mal das Vogelgezwitscher. Nice. Oh oh. Dieses Haus steht wohl schon länger leer. Lustig, wie diese Häuser einfach da sind. Was gibt's denn jetzt hier? Bahnübergang oder was ist das? Ah, tatsächlich. Hier gibt es Züge. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder in einer normalen Straße. Oh, so schön! Hier beginnt der Plitvicer Nationalpark. Meh. 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 Miau. Miau. Meh. Okay, dann nicht. Jetzt hätte ich beinahe die Abzweigung verpasst. Wow. Abenteuerlich.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Also manchmal wählt das Navi schon Routen aus, die sind schon unfassbar. Aber schön. So, wieder in der Hauptstraße. Scheiße, jetzt hätte ich den Spiegel gucken sollen. Glück gehabt. Mein Hotel ist nicht weit von hier. So. Ich bin beinahe da. Natura, Plitvice links. Sehr, sehr gut. Dann fahren. Oh, da sind viele Leute. Oh, nee. Suchen wir mal den Eingang. Hello. Hello, hi. I have a booking for tonight. Ah, perfect. Very nice. So, jetzt habe ich Hunger. Den ganzen Tag nichts Richtiges gegessen. Jetzt der nette Gastgeber vom Hotel hat mir noch ein Restaurant empfohlen. Da gehe ich jetzt hin. Genau, hier sollte es sein. Haus Katja. Sehr nett hier. Menü und als erstes gibt es einen Willkommensdrink. Tschüss. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Salad is not spiced. Not spicy. No, here you have Ah, all cool, the thank Bulgarian you. sauce. Thank you. This is for steak. And this is lamb steak. Good appetit. Enjoy. Thank you so much. You're welcome. Sieht aber gut aus. Köstlich. Obla. Polizeikontrolle.